What's up, rockers and metalheads? I'm your host Vanessa B, and this is Raining TV. Do you know what football, trains and metal have in common? We're about to find out. Let's get inside. We ride a metal train. Metal train. We ride a metal train. Metal train. Klenky, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir dieses Interview in ganz besonderer Szenerie aufnehmen können. Und du bist ja nicht nur seit Jahrzehnten der Fanbeauftragte vom VfB Stuttgart, sondern auch der Mann, der den legendären Metal Train ins Leben gerufen hat. Der Zug, der seit fast 25 Jahren die Metal-Fans quer durch Deutschland zum Wacken Open Air bringt. Erzähl mal, wie kam das denn dazu? Ja, erstmal vielen Dank und herzlich willkommen in dem Wohnzimmer hier von mir. Wir haben früher immer Fußballzüge gemacht zu den Auswärtsspielen vom VfB. Und dann war irgendwann mal die Idee, das war die Zeit, wo auch noch der Love Parade in Berlin war, da sind immer viele Sonderzüge nach Berlin gefahren. Und dann hat man auch so ein bisschen mitgekriegt, in Wacken, da tut sich was, ein kleines Festival wird immer größer, immer größer. Und ich war 1999 das erste Mal oben in Wacken mit Atrocity, mit meinem alten Kumpel Alex Krull und der Band. Und da kam dann eigentlich die Idee auf, wenn die Techno-Fans was hinkriegen, nach Berlin Sonderzüge zu machen, dann können wir das auch im Metal genauso machen. Und so war eigentlich die Grundidee. Okay, das heißt, über meinen Kollege Alex hattest du den Kontakt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie kam es denn dazu? Wie ich den Alex kennengelernt habe, da ging es irgendwie so um die Idee, mal ein VfB-Lied zu machen. Damals gab es noch keine Handys, da haben wir halt auf einen Anrufbeantworter gequatscht. Und typisch Alex, irgendwo Monate später gab es dann irgendwann mal einen Rückruf und so weiter. Das war kurz vor dem Wistful Force 1998. Geh doch mit uns auf das Festival. Zum VfB-Lied kam es eigentlich nie. Aber nach dem Open Air in Wistful Falls damals war ich auf einmal der Bandfahrer. Ich war derjenige, wo dann zurückfahren ist. Und so fing das eigentlich an. Der ganze Kontakt auch mit dem Alex und so weiter. Und der Alex hat auch den Kontakt dann nach Wacken vermittelt, zu Thomas und zu Holger. Man hat uns dann in der Rofa getroffen, in der legendären Rockfabrik in Ludwigsburg. Da habe ich damals das Konzept vorgestellt. Die zwei waren hellauf begeistert und so ging es eigentlich seinen Weg. Das heißt, euch verbindet die Liebe zum Metal und die Liebe zum Fußball. Und ich glaube, auch in den Fangemeinschaften ist das sowas, was die beiden Gemeinschaften besonders macht, dass sie einfach eine ganz, ganz große Leidenschaft mitbringen. Wo siehst du denn so Gemeinsamkeiten zwischen den Metal-Fans und den Fußballfans und wo sind da so die Unterschiede in der Fankultur? Da muss man ein bisschen zurückgehen und so weiter. Es war in die 80er, 90er Jahre, wo auch die verschiedene Magazine irgendwie auch so versucht haben, so die Parallelwelt mal ein bisschen zu beleuchten. Was ist Metal, was ist Fußball? Es gibt Gemeinsamkeiten. Die Kutte zum Beispiel ist dann im Fußball ein bisschen ausgestorben, hat jetzt auch ein bisschen wieder ein Revival. Also man sieht vermehrt wieder Leute ins Stadion gehen mit Kutten. Das sind so Gemeinsamkeiten und dann halt die Treue. Ne? Also ich meine, du wechselst deinen Verein eigentlich nicht. Bist du einmal ein Fan von einem Verein, dann bleibst du das dein Leben lang. Mhm. Und so ist, sage ich mal, im Metal eigentlich auch. Die treuesten Fans in der Musikgeschichte, das sind eigentlich die Metal-Fans, die Hardrock-Fans. Ja, die sagen, das ist meine Musik, mit der bin ich aufgewachsen und mit der sterbe ich irgendwann mal. Also das sind die großen Parallelen dann eigentlich. In der heutigen Zeit hat sich der Musikgeschmack, denke ich mal, in der Fußballwelt ein bisschen verändert. Es gibt natürlich immer noch viele Leute, die Metal hören. Oder Hardrock hören, betrifft sich dann auch wieder auf Konzerte. Aber andere Stilrichtungen sind heute eigentlich, sage ich mal so, das Massenmedium, sage ich mal, in der Fußballwelt. Aber es gibt ja trotzdem auch einige Bands, die ja auch selber bekennende Fußballfans sind. So haben ja auch zum Beispiel schon Tankard oder auch Atrocity schon in den Stadien ihrer Lieblingsvereine schon Spiele eröffnen dürfen. Und beim Atrocity-Konzert warst du ja auch stark mitbeteiligt. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähl uns davon. Gut, 1998 kam ja das Berg 80 Album raus von Atrocity und dadurch, dass ich die Jungs eigentlich neu kennengelernt habe und so weiter,
und es eigentlich damals gang und gäbe war, dass immer so Musikacts im Vorfeld vom Spiel auftreten durften und so weiter, habe ich das halt mal eingeworfen, hier mit Atrocity, mit meinen Kumpels und so. Wurde damals von Matthias Holtmann, dem legendären Moderator vom SWR, damals angekündigt. Gibt auch noch ein geiles Videoclip von damals, ne? Also auf der DVD von Atrocity findet man das heute noch. Und es war halt schon eine Show hier letzten Endes. Das Stadion war damals noch nicht so umgebaut wie heute. Großes Stadion mit Tartanbahn und so weiter. Gibt aber immer noch Personen, die damals immer noch schwärmen davon. Ne? Lack und Leder, 2 Mädels auf der Bühne, die Band. War eine coole Geschichte damals. Also sagte Lack und Leder, das heißt Eskalation im Stadion, was man so von der Metal-Welt ja auch kennt und auch von jemandem, der die Metal-Szene nicht kennt, ja auch so von den Metalheads erwartet. Und Thema Erwartungen, zurück zum Metal Train. Jetzt als jemand, der da noch nicht dabei war, was erwartet einen denn da so? Weil grundlegend geht man davon aus, da fahren ein Haufen Metalheads, alle in Partystimmung zum Festival. Ist es auch die Eskalation, die man sich erwartet oder wie läuft das so ab? Gut, wir fahren ja in München immer ab. Am Abend fahren die ganze Nacht dann eigentlich auch durch. Da gibt es dann schon die Party. Wir haben 2 Barwagen dabei, gut bestückt mit allen möglichen Getränke und natürlich auch Dancefloor und so weiter. Also DJs und so weiter, die in beide Wagen verschiedene Musik machen. Beim einen geht es vielleicht eher in den normale Hardrock, Metal, Glamrock rein und beim zweiten Wagen gibt es dann richtig auf die Nüsse drauf. Also breites Spektrum absolut und es gibt natürlich dann auch Zeiten, wo die Leute dann irgendwie auch ein bisschen müde sind, aber es sind hunderte von Leuten, alle gleichgesinnt, die eigentlich nur Spaß haben wollen und viele sagen immer, der Metal Train ist eigentlich das Warm-up für Wacken. Ja, also ich bin schon angetriggert, wenn ich da hochgehe und wenn wir am nächsten Tag dann vormittags in Itzehoe ankommen, da geht dann der Shuttle rüber nach Wacken rüber. Da sind die Leute natürlich todmüde, die sind froh, wenn sie mal irgendwann mal im Zelt sind und pennen können und so weiter. Aber das ist das Gemeinschaftsgefühl und es ist ja nicht nur so, dass wir zwar in München starten, aber wir haben viele Teilnehmer aus Österreich, aus der Schweiz. Wir haben seit Jahren Leute, die kommen aus Australien oder Nordamerika, die fliegen bis München und fahren dann bei uns im Zug mit. Das ist natürlich die große Menge, das sind so ein bisschen die Exoten. Wir haben ein Paar aus Heidelberg, wo sie über 70 ist, die über die Tochter zum Metal kam. Das sind so Individuen, die hast du nur im Metal eigentlich. Und das macht eigentlich auch den Metal Train absolut aus. Und du sagtest hunderte von Leute, einfach mal um das für unsere Zuschauer in eine Perspektive zu packen, weil die es jetzt vielleicht noch nicht ganz so verwandt damit sind. Wie viele Menschen werden denn da einmal durch die Republik gekarrt? Wenn der Zug voll ist, was wir uns ja immer erhoffen, dann sind es 750 Gäste. Und da haben wir eine Crew von ca. 50 Leute. Wir haben ja Barpersonal, Security, Rotkreuz, also Sanitäter und so weiter dabei. Die Orga ist noch mit im Zug dabei, die für etwaige Fälle dann auch immer Ansprechpartner ist und so weiter. Ja, also rund 800 Leute fahren da hoch und das seit über 20 Jahren. Ja, Wahnsinn. Und da gibt's ja aber bestimmt auch so einige Highlights, die einem besonders hängen bleiben. Was ist denn so deine Lieblingserinnerung? Einmal vielleicht zur Zugfahrt selber und einmal zum Zielort Wacken. Und gut, es gab schon Pärchen, die sich da kennengelernt haben und dann irgendwann mal geheiratet haben. Irgendwie der Klassiker, das hat man ja früher in Wacken ja auch immer mal gemacht. Also auf die Bühnen dann das Ja-Wort gab, das hatte man im Zug zwar noch nicht. Aber das sind so Anekdoten oder wie ich schon gerade gesagt habe, unser älteres Paar, wo man eigentlich denkt, in dem Alter hört man eigentlich gar kein Metal. Mhm. Ja, und dann gibt's dann auch ein schönes Interview, hatte man auch schon gemacht mit den beiden, wie sie zur Musik kamen und so. Und das ist irgendwie was Besonderes. Ne? Und es ist keine Altersfrage, wenn du die Musik hörst. Ne? Die kannst du von klein auf hören, wenn es die Eltern dir irgendwie beigebracht haben, bis ins hohe Alter, so wie ich schon mal gesagt habe, man lebt mit der Musik. Man wächst mit der Musik auf und man stirbt dann auch mit der Musik dann. Und Highlights gibt's immer mal wieder. Wir hatten mal eine lustige Sache, das war allerdings auf der Rückfahrt dann damals. Eine Taube knallt in den Stromabnehmer der Lok rein. Es gab einen Kurzschluss, dann standen wir erstmal stundenlang rum, bis der Schaden dann behoben worden ist. Es gab keinen Stress im Zug. Die Leute, die haben auf gut Deutsch halt alles weggefuttert und weggetrunken, was in dem Zug drin war. Und trotzdem die Riesenparty gemacht. Ja, also ich meine, das ist ja immer so, wenn mal was passiert, wir sind alle davon gefeit, dass wir immer richtig planmäßig ankommen. Es gibt immer wieder mal Verzögerungen. Die Leute sind gechillt.
Das macht das Metal-Publikum auch aus. Das kriegt man ja auf Konzerte, auf Open Airs mit, egal. Gerade auch in Wacken, Rain or Shine. In den letzten Jahren war es mehr nass wie trocken, ne? Aber irgendwie nimmst die Leute doch noch mit Humor und sagen, okay, das ist halt nun mal so, es ist ein Festival und so ist mit dem Zug genauso. Man hat uns seinen festen Fahrplan, kann immer wieder was dazwischen kommen. Die Leute sind aber gechillt und nehmen das relativ locker. In diesem Sinne, ganz viel Liebe geht raus an die Metalheads da draußen, weil es ist einfach eine geile Gesellschaft. Deep Purple oder Black Sabbath? Deep Purple. AC/DC oder Kiss? Kiss. Iron Maiden oder Judas Priest? Maiden. Rammstein oder Scorpions? Abschein. Running Wild oder Blind Guardian? Running Wild. Angus Young oder Richie Blackmore? Blackmore natürlich. Yngwie Malmsteen oder Eddie Van Halen? Gute Eddie. Ozzy Osbourne oder Ian Gillan? Gillen. Rob Halford oder Bruce Dickinson? Bruce Dickinson. Lemmy oder Bon Scott? Lemmy. VfB oder DFB? VfB natürlich. Stuttgart oder München? Stuggi. Wacken oder WM-Finale in Brasilien 2014? Das ist eine miese Frage, ne? Ich meine, in dem Fall Brasilien. Vielen Dank für das Interview und dass du dein Stück Metal-Historie mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank ebenfalls für die charmante Unterhaltung mit dir. Sehr gerne. Und für euch da draußen, erzählt mal, seid ihr schon mal mit dem Metal Train gefahren? Oder haben wir euch jetzt angefixt? Ich meine, gerade bei dem schlechten Wetter auf Wacken kann man sich ja mal überlegen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, sein Auto nicht im Schlamm feststecken zu haben. Keep rockin' and see you in the next episode of Raining TV.